Nachdem ich gelernt habe, wie man so Pasta macht, hat sogar mein Nachbar nach dem Rezept gefragt. Fang an, indem du 200 Gramm Fleisch aufnimmst und es mit all deinen Fähigkeiten in kleine Stücke schneidest. Keine Sorge, das Üben bringt die Perfektion. Nun, übertragen Sie das geschnittene Fleisch in eine Schüssel und geben Sie ihm eine besondere Note. Fügen Sie 2 Esslöffel Sojasauce, eine Prise Pfeffer aus dem Königreich nach Geschmack, ein halber Esslöffel Maisstärke, ein Esslöffel Austernsauce und ein halber Esslöffel Balsamico. Mix it all mit viel Liebe. In einem Topf mit kochendem Wasser fügen Sie 150 Gramm Pasta und ein wenig Salz. Inzwischen beginnt die Magie. Nun, erhitzen Sie eine Bratpfanne mit 2 Esslöffel Sonnenblumenöl. Lassen Sie uns das Fleisch setzen und braten, bis goldbraun. Der Geruch ist bereits erstaunlich. Zeit, um mehr Farbe zu unserem Gericht zu geben. Fügen Sie eine Einheit von grünem Chili geschnitten und gut mischen. Und für einen besonderen Geschmack, vergessen Sie nicht 2 Einheiten von Knoblauchzehen. Wer kann widerstehen? In einer anderen Schüssel ist es Zeit, unsere Sauce zu kreieren. Füge 2 Esslöffel Sojasauce, einen Esslöffel Balsamicoessig, Pfeffer nach Geschmack, einen halben Esslöffel Zucker für die süße Note, einen halben Esslöffel Maisstärke, einen Teelöffel Sesamöl und einen Esslöffel Austernsauce hinzu. Alles gut mischen, es ist pure Magie. Nun, gießen wir die gekochte Pasta in die Pfanne, fügen die Sauce und mischen alle Zutaten. Schauen Sie, Leute! Was für eine Show! Zum Abschluss ein Hauch von Schnittlauch zum Probieren. Und voilà! Unsere Pasta mit Fleisch und grünem Pfeffer ist bereit serviert zu werden. Was für ein Genuss! Hat dir dieses Rezept gefallen? Folge also unserem Video und genieße weitere tolle Tipps wie diese. Guten Appetit und bis zum nächsten Mal!